meinem Tagebuch steht 1962, ich muss aus der Geschichte austreten. Das ist natürlich ein dickes Wort für so ein Kerlchen, 23 Jahre alt. Ich glaube, ich bin auf den Titel gekommen, weil dann jetzt ja letztlich keine Information drinsteckt, sondern Sie müssen die produzieren. Die klassische Form wäre ja, ob das Skulptur ist oder Bild, dass in dieser Arbeit sowas wie eine Information steckt, die Sie herauslesen. In dem Fall, so ist meine Vorstellung, ist derlei nicht vorhanden, sondern Sie projizieren. Das heißt, Sie agieren, Sie handeln. Sie können sagen, das Werkstück ist für mich das Werk. Sie können aber genauso gesagt, mein Bezug, meine Projektion, meine Handlung damit nimmt Werkcharakter an oder ist Werk. Es bleibt offen. Von übrigens Anfang der 60er Jahre an war das Teil meiner Werkkonzeption, dieses Offenlassen. Das war damals ein so ungewöhnlicher Gedanke, dass man den kaum in der Kunstwelt akzeptieren konnte. Also was ich gemacht habe, das ist ganz einfach gemacht. Das sind Holzteile, die ich gefunden habe. Dann habe ich Nesselgruppen zugeschnitten, in Leim getaucht und darüber modelliert. Und mit solchen Arbeiten bin ich dann also in Frankfurt gescheitert. Ich wurde aus zwangsexmatrikuliert. Das sei einer Kunsthochschule nicht gemäß, was ich da machen würde. Das erinnere ich sehr gut. Rembrandts Blenden und Simpsons. Ich bin von der Städelschule aus, als ich da studiert habe, bin ich gelegentlich ins Museum gegangen, also Städelmuseum. Ich kam in diesen Raum, da steht eine ältere Dame, hat so ein Hütchen aufgehabt, steht so andächtig vor dem Bild. Da war mit einem Schlag plötzlich die Vorstellung da, das Bild wurde ganz unwichtig. Ich habe den Raum zwischen dem Bild und der Person gesehen. Es wurde mir wichtiger als das Bild selbst. Diese Vorstellung, die hat mich nie losgelassen und die hat dann auch kurze Zeit später diese Handlungsformierung mitbewirkt. Dass die Handlung selbst in Verbindung mit Werkstücken selbst Werkcharakter bekommen kann, das ist erstmal einfach ein großer Gedanke. Den muss ich aber füllen. Der Gedanke allein kann es nicht sein. Es muss eine Idee das sein. Und dann ermittle ich die Proportion zeichnerisch. Und wenn ich das mache, habe ich immer so eine Vorstellung menschlicher Körper. Also das ist immer irgendwie dann da. Also ohne die Proportion menschlicher Körper ginge das gar nicht. Also so ist meine Vorgehensweise. Aber anhand einer solchen Skizze überlege ich nicht, ich mache die jetzt, sondern das wird dann in so eine präzise Zeichnung übertragen. Also ich war von der Konzeption durchdrungen und überzeugt. Was ich nicht geglaubt habe, dass ich irgendwann erlebe, dass das Anerkennung findet. Das hat eigentlich erst vor ein paar Jahren begonnen. Das habe ich in Amerika mehrfach gehört, wenn ich da Werkdemonstrationen mache. It pops out of the time, springt aus der Zeit heraus. Also die wollen damit sagen, 60er Jahre, das ist ja aktuell, das ist heute. Ich freue mich natürlich über so etwas. Es ist Geschichte, aber es ist gleichzeitig auch nicht Geschichte.